Wie geht das eigentlich mit den Entscheidungen aus dem Bauch heraus? Eckhart Tolle meint, die Bauchgefühle der Intuition sind die Reaktion des Körpers auf die Welt. Emotionen sind die Reaktion des Körpers auf den Geist. Aber kann man das überhaupt auseinanderhalten? Spielen sich nicht auch Emotionen im Bauch ab? Wie viele Kinder klagen über Bauchschmerzen, solange sie die Definition für Angst noch nicht verinnerlicht haben? Negative Emotionen überschreiben Intuition. Dann fühlt man im Bauch etwas und es ist nicht Intuition. Wenn man zum Beispiel außer sich ist, dann bemerkt man vielleicht einen Druck im Bauch. Aber was soll das bedeuten? Zu viel gegessen? Um intuitiv zu sein, muss man seinen Bauch befragen können, was er fühlt, nicht was er tut. In der heutigen Ausgabe des Podcasts wollen wir uns damit beschäftigen, was den Bauch verschließt, wie man ihn wieder aufschließt und wie man lernt zu vermeiden, ihn unabsichtlich erneut zu verriegeln. Wer hat noch nie von einer sogenannten Kopf- oder Bauchentscheidung gestanden? Man möchte das eine, müsste dafür aber das andere aufgeben, das man ebenfalls möchte. Wenn du ein Omelett willst, musst du Eier zerschlagen. Ach, könnte man nur beides haben. Ein solches Wunder hat der frühere britische Premierminister Johnson seinen Wählern versprochen, als er das sprachliche Äquivalent im Englischen für ungültig erklärte. My policy on cake is pro having it and pro eating it. Wir können den Kuchen aufessen und trotzdem behalten. Das Versprechen der Aufhebung der Gesetze der Realität veranlasste eine Mehrheit der Wähler, ihm die Aufgabe des Get Brexit Done zu übertragen. Zur Zeit, als das Wünschen noch half, beginnt ein Grimmsches Märchen und die beste Zeit dergleichen zu glauben, ist eine schwere Zeit. In entspannten Tagen wäre Johnson niemals damit durchgekommen. Spötter kreierten später den Begriff Cakeism als Bezeichnung für illusorisches Wunschdenken. Das Omelette-Eier-Dilemma fand schon beinahe ein Jahrhundert vor Johnsons Gaukelei die Aufmerksamkeit eines anderen Engländers, des Entdeckers der nach ihm benannten Blütenessenzen, Edward Bach. Er stellte seine Blüte Scleranthus mit folgenden Worten vor: Für diejenigen, die darunter leiden, sich nicht zwischen zwei Dingen entscheiden zu können. Einmal erscheint ihnen das eine richtig, dann wieder das andere. Die Blütenessenz dieser auf Deutsch einjähriger Knäuel genannten Pflanze verkörpert diesen inneren Widerspruch. Die Natur ließ die Blumen Blüten entwickeln, um Insekten zur Bestäubung anzulocken. Und diese hier entschied sich für die Farbe Grün. Kein Wunder, dass sie nur selten von Insekten besucht wird. Sie ist auf Selbstbestäubung angewiesen. Genau wie die Leute, die in einem Essen- oder Behalten-Dilemma feststecken. Die Sache mit sich selbst ausmachen und niemanden um Rat bitten. Der gewichtigere Aspekt dieser Blüte ist die Spannung, die aus dem Konflikt resultiert. Die Einschränkung des Blickwinkels ist eine seiner Folgen, wie wir gleich sehen werden. Sind Sie entspannt, können Sie das ganze Bild sehen. Stress dagegen schafft einen Tunnelblick. Dann ist nicht die Zeit für Offenheit, Achtsamkeit und Differenzierung. Ein innerer Polaritätskonflikt hält die Spannung hoch, die Stagnation, das Nicht-Vorankommen erhöht sie noch. Wir beginnen nach einer Möglichkeit zum Spannungsabbau zu suchen, was nur auf der Basis der Sicherheit gelingen kann. Solange der Meuchelmörder noch ums Haus schleicht, kann ich mich nicht mal zwischen Käse oder Wurst auf dem Butterbrot entscheiden. Stress füttert das Verlangen nach Safety First, auch dann, wenn die den inneren Konflikt heraufbeschwörende Frage Aspekte der Sicherheit gar nicht berührt. Das ist das Kuriose.
Ob ich mich für den gut bezahlten Job in Kassel oder den weniger lukrativen, dafür aber spannenderen Karrieresprung in Regensburg entscheide, keiner der beiden Orte wird mich in Lebensgefahr bringen. Stress ist eine biologische Reaktion auf Bedrohung, kann aber ebenso gut das Resultat einer Fehlinterpretation eines Geschehens als Bedrohung sein. Stressfreiheit bedeutet Entscheidungsfreiheit, die Möglichkeit, mit Kopf und Bauch die beste Lösung zu finden. Wird die Belastung zu groß, entscheidet unser Nervensystem für uns. Wir glauben nur, es seien eigene, bewusste Entscheidungen und erfinden später Begründungen, die zwar einleuchtend klingen mögen, in Wirklichkeit aber nur nachgeschobene Erklärungen für unser Verhalten bieten sollen. Das Nervensystem hat seine eigenen Kriterien. Genauer gesagt, eine innere biologische Hierarchie von Wertigkeiten. Nehmen wir mal einen rein hypothetischen, dafür aber hochemotionalen inneren Zwiespalt. Soll ich Hans oder Monika heiraten? Schwierig. In dieser Zwickmühle zwingt die innere Hierarchie zur Entscheidung für größtmögliche Sicherheit, wenn ich unter Stress stehe. Gegen den braven und verlässlichen Hans hat die spontane und risikobereite Monika demnach keine Chance. Im Stress entscheiden wir uns im Grunde nicht für Hans, sondern für Sicherheit und begründen es damit, dass Hans ja unzählige gute Eigenschaften hat. Auf Platz 2 der Wertehierarchie steht die Schmerzvermeidung. Hans hat mich schon mal verprügelt. Monika nicht. Aber dafür verdient Hans gutes Geld und ist versichert. Wird schon gut gehen. Sicherheit schlägt Schmerzvermeidung. Nicht bewusst, aber faktisch. Fragt sich noch irgendjemand, weshalb so viele verprügelte Frauen es so schwer finden, sich von ihren Männern zu trennen? Das geht nur auf der Basis des Gefühls der Sicherheit, denn Sicherheit schlägt Schmerzvermeidung. An dritter Stelle steht die Energieeinsparung. In der menschlichen Ökologie bedeutet es, Muster und Gewohnheiten zu bilden, die man dann automatisch ohne großen Energieaufwand abspulen kann. Man weiß, wie es geht, schiebt das mühsam erlernte Fahrradfahren ins automatische Gehirn und kann später beim Radeln sogar noch ein Liedchen pfeifen. Erst die innere Automatisierung ermöglicht das vermeintliche Multitasking. Da wir wissen, dass Hans verlässlich ist, er steht ja jeden Tag zur selben Zeit auf, kauft alle 2 Jahre ein neues Auto und besucht zu Weihnachten seine Eltern, hat er hiermit in angespannten Zeiten einen weiteren Trumpf in der Hand. Was man in stressfreien Tagen ein wenig langweilig finden könnte, spart in stressvollen Zeiten Energie. Man muss sich um nichts mehr kümmern. Bei der impulsiven Monika weiß man nie, was als nächstes kommt. Das kann anstrengend werden. Durchaus möglich, dass die Entscheidung völlig anders ausfällt, wenn man unter Strom steht, als wenn man ganz entspannt ist. Ich empfehle, die wirklich wichtigen Entscheidungen ausschließlich im entspannten Zustand zu treffen. Wenn diese Kriterien geklärt sind, kann sich die Aufmerksamkeit meines Nervensystems auf etwas wie Freude richten. Ganz entspannt trempe ich mit Monika nächsten Mittwoch nach Budapest. Ganz verspannt buche ich mit Hans das Zimmer in der Pension im Schwarzwald, wie jedes Jahr im Juli. Anspannung lässt wesentliche Systeme wie die Aufnahme komplexer Sprachmitteilungen auf Sparflamme laufen. Schnauzen wir uns gegenseitig an, sehen wir gerötete Gesichter und aggressive Gestik, hören aber nur Sprachmatsch. Begreifen, was gesagt wird, ist so gut wie unmöglich. Es reagiert das Stammhirn und das besitzt keine Sprachregion. Dabei ist Automatisierung generell keine schlechte Sache.
Haben Sie ein paar tausend Mal Stabhochsprung geübt, überlegen Sie beim 1001. Mal nicht, wie man den Stab hält. Sie springen einfach. Jedes komplexe Verhalten lässt Automatisierung zu, sofern man es nur häufig genug wiederholt. Das gilt auch für emotionale Verhaltensmuster. Vergleichen wir Umzugsvorbereitungen im entspannten bzw. gestressten Zustand. Soll der Umzug in 3 Wochen stattfinden, kann ich heute schon damit beginnen, all meine Sachen in entsprechend beschriftete Kartons zu packen. Habe ich noch gar nichts vorbereitet und die Zeit wird knapp, weil ich schon morgen aus meiner alten Wohnung raus soll, schmeiße ich alles in die Kartons, wie es mir gerade in die Hände fällt, und alles, was gerade noch geht, ist völlig Unbrauchbares wegzuwerfen. Mein Unterscheidungsvermögen reduziert sich auf behalten oder wegschmeißen. So verhält sich auch unser Gehirn, wenn wir unter Strom stehen. Der Zug verschenken, zwischenlagern, verkaufen ist soeben von Gleis 38 abgefahren. In Bezug auf den mentalen Bereich nennt man diese Schnellschussstrategie binäres Denken. Dem Muster von Behalten und Wegwerfen entspricht das Muster Gut und Böse. Probleme werden auf den kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner gebracht, sprich simplifiziert und verallgemeinert, und am Ende sind alle Frauen so und alle Männer so, wo man zu Beginn der Entwicklung doch nur Streit mit einem Menschen des anderen Geschlechts hatte. Aber es ist halt Stress und der lässt keine Feinheiten und Abstufungen zu. Für binäres Denken braucht es nicht viel Gehirnschmalz. Und natürlich nehme ich mir nicht die Mühe einer Evaluation. Wurde ich beim Abendspaziergang im Dunkeln verprügelt, dann habe ich Schiss, wenn ich beim nächsten Mal einer Gestalt auf schlecht beleuchteten Wegen begegne und verbiesel mich. Ich gehe nicht hin und frage, sind Sie vielleicht gefährlich? Ich vertraue blind meiner Verallgemeinerung. Menschen im Dunkeln kann man nicht vertrauen. Peng, das war's. Die Polarität besteht nach all dem nicht zwischen Kopf oder Bauch, sondern dem Ein- bzw. Ausschalten beider. Kopf und Bauch entscheiden gemeinsam oder gar nicht. Schwarz-Weiß-Denken ist ja gar kein Denken, sondern das Gegenteil davon. Es ist eine Automatisierung des Denkens, eine Platte, die man abspielt, wenn das Denken gerade blockiert ist. Dann entscheidet das autonome Nervensystem und nicht mein Denkhirn. Reflektieren, differenzieren, vorschnelle Urteile vermeiden, Impulse kontrollieren, den Überblick bewahren, die Folgen des eigenen Handelns einschätzen. Das alles funktioniert nur, wenn der Parasympathikus genannte Teil des autonomen Nervensystems im Einsatz ist. Anders ausgedrückt, wenn man entspannt ist. Es findet nicht statt, wenn der Sympathikus übernimmt. Dann verlieren Kopf und Bauch ihren Einfluss auf unser Handeln. Faust und Beine übernehmen. Unterhalb des Zwerchfells und oberhalb der Nasenwurzel läuft jetzt alles auf Notstrom. Der Sympathikus ist per Definition der Lebensretter und hat deshalb immer Vorrang. Ob die Darmperistaltik jetzt noch hübsch rhythmisch verläuft oder die Wurzel aus 97 immer noch 9,8488578017961605 ist, wen kümmert's? Der das zu überprüfen ermöglichende Parasympathikus hat Sendepause. Auf der Suche nach Antwort auf die Frage, wie man den Hebel umlegen und den entspannten Teil unseres Nervensystems wieder online bekommt, stoßen wir auf das Sonnengeflecht. Und das kennt man auch aus der Chakra-Lehre. Die amerikanische Chakra-Expertin und Autorin Judith Anodea sagt über das entsprechende Sonnengeflecht-Chakra: Wir müssen bloß einen Blick in die Zeitungen werfen, dann erkennen wir eine Kultur, die sich obsessiv mit Macht beschäftigt.
Schlagzeilen voller Gewalt, Krieg, Todesopfern und Herrschaftsstrukturen stellen eine Welt bloß, die fortdauernd im Banne von Konflikten steht. Stärke wird häufig als Herrschaft über andere definiert, Sensibilität als Schwäche. Sich die Zeit nehmen, um über wichtige Entscheidungen nachzudenken, wird als Unsinn betrachtet, während schnelle, riskante Schritte als brillantes Handeln gepriesen werden. Womit wir täglich konfrontiert werden, prägt uns. Kein Mitgefühl, keine Impulskontrolle, gewagte Aktionen als Ausdruck der Macht, bewundert man demnach in der Welt des 21. Jahrhunderts Menschen, deren Parasympathikus, also eine Hälfte des Nervensystems, außer Betrieb und deren Sonnengeflechtschakra verschlossen ist? Hören wir dazu eine weitere Stimme. Stanislav Grof, der tschechische Psychotherapeut, Psychiater und Begründer der transpersonalen Psychologie, schreibt in seinem Buch Das Abenteuer der Selbstentdeckung über das Solarchakra: In der Regel findet sich ein Bezug zum Ehrgeiz, zum Willen zur Macht, zur Selbstbehauptung, Konkurrenzhaltung und zu speziellen Problemen in Verbindung mit dem Selbstbild und der Selbstachtung. Charakteristisch für diese Probleme sind Schwankungen zwischen einem Gefühl der Minderwertigkeit, der Unzulänglichkeit und der kindlichen Hilflosigkeit auf der einen und kompensatorischen Größenfantasien, unrealistischen Ambitionen und autokratischen und machoartigen Tendenzen auf der anderen Seite. Der Wille zur Macht als Resultat des Mangels an Selbstwertgefühl, das in der Folge eines geschwächten Sonnengeflechtchakras aufkommen kann? Fehlende Impulskontrolle gepaart mit unrealistischen Vorstellungen von der Welt und dem die Minderwertigkeitsgefühle kompensierenden Willen zur Macht? Was soll da schon schiefgehen? Der Blick auf das Solarchakra macht deutlich, dass eine direkte Verbindung zwischen Kopf und Bauch besteht. Sind die Bauchgefühle blockiert, ist es das Denkvermögen auch und der Überlebensinstinkt rollt über den freien Willen hinweg. Dumm nur, wenn das Leben gar nicht bedroht ist, sondern sich nur so anfühlt. Was Kopf und Bauch angeht, haben wir es mit einer Straße in zwei Richtungen zu tun. Glenn J. Treisman, Professor für Psychiatrie und Medizin an der Johns Hopkins School of Medicine, erklärt das so: Das Gehirn beeinflusst Ihren Darm. Der Darm beeinflusst Ihr Gehirn. Das Mikrobiom beeinflusst Ihren Darm, was wiederum Ihr Gehirn beeinflusst. Das Gehirn beeinflusst Ihren Darm, was wiederum Ihr Mikrobiom beeinflusst. Was war das Mikrobiom doch gleich? Es ist die Bezeichnung für die Billionen von Bakterien, Viren, Hefen, Protozoen und Pilzen, die den Darmtrakt bewohnen. Diese insgesamt 2 Kilo schweren Mikroorganismen helfen uns, die Nährstoffe unserer Nahrung zu zerkleinern und aufzunehmen und uns vor schädlichen Organismen und Toxinen zu schützen. Nicht nur die Kleinstlebewesen kommunizieren vom Darm zum Hirn, der Vagusnerv, Hormone, Immunzellen und Neurotransmitter tun das auch und helfen dabei. Gemeinsam arbeiten sie an der Synchronisierung von Hirn und Bauch. Um ein Beispiel zu nennen, Serotonin. Das ist ein Gewebshormon und Neurotransmitter. Wird die Serotoninaufnahme im Darm behindert, ist eine der seelischen Folgen die Verminderung des Selbstwertgefühls. Wenn Sie sich heute seelisch schlecht fühlen, dann liegt es vielleicht daran, dass Sie gestern was Falsches gegessen haben. Enthalten ist Serotonin unter anderem in Walnüssen, Brennnesseln, Bananen, Kiwis, Pflaumen, Tomaten und Kakao. Bevor Sie zum chemischen Stimmungsaufheller greifen, wie wäre es mit ein paar Walnüssen?
Das Hopkins Bloomberg Public Health Magazine stellt in seiner Veröffentlichung The Gut Microbiome and the Brain vom 21. September 2021 fest, dass Menschen mit Depressionen im Allgemeinen ein weniger vielfältiges Darmmikrobiom haben. Schon 9 Jahre zuvor hatte der Direktor des Johns Hopkins Center for Neurogastroenterology, Pankaj J. Pasricha, in einer Studie an Ratten gezeigt, dass man ein Darmproblem haben kann, das zu Depressionen und Angstzuständen führen kann. Ein stressbedingt verschlossener Bauch kann einem das Leben ganz schön schwer machen. Und manchmal tut er das ein Leben lang, wenn man es nicht aktiv in Ordnung bringt. Dieser dritte Player im Zusammenspiel von Kopf und Bauch, also das Mikrobiom, wird nach der Geburt angelegt. Aber bleibt es auch so, wie es angelegt wurde? Psychiaterin Lisa Hanzo wollte herausfinden, ob sich die Darmflora im Laufe des Lebens verändert. 2019 verglich sie das Mikrobiom schwangerer Frauen mit einer traumatischen Vorgeschichte mit dem von Schwangeren ohne eine solche. Sie zeigte auf, dass Stress in den frühen Lebensjahren das Darmmikrobiom bei späteren Erwachsenen beeinflussen kann und bei Frauen mit Trauma höhere Werte des Bakteriums Prevotella festgestellt wurden. Prevotella wird mit dem Auftreten von Entzündungen in Zusammenhang gebracht, die zur Ausbildung von autoimmunbedingtem Rheuma führen. Ein verschlossener Bauch oder ein verschlossenes Sonnengeflechtchakra führt durch nervale Einflüsse zu chronischem Stress mit weitreichenden gesundheitlichen Folgen. Gleichzeitig beeinträchtigt es die Vielfalt der Darmflora mit ebenso weitreichenden Folgen. Die negativen Effekte verstärken einander. Das Interessante dabei ist, dass man durch gesunde Ernährung, wie mit den genannten Lebensmitteln, nicht nur gesundheitsfördernde Stoffe zu sich nimmt, sondern dadurch auch sein Mikrobiom ausbalanciert, seinen Bauch entspannt und seine Seele heilt. Wow! Wankelmut und Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen, sind keine isolierten Phänomene. Sie betreffen immer den ganzen Menschen. Zeit also, über den Tellerrand des mentalen Dilemmas zu schauen und nach Mitteln zu suchen, die der gesunden Ernährung unter die Arme greifen können. Den Vagusnerv, zu dem das Sonnengeflecht gehört, zu aktivieren, bedeutet, aus dem Stress heraus in Ruhe und Gleichgewicht zu kommen. Das geht umso einfacher, je schneller man bemerkt, dass man aus dem Gleichgewicht gerät. Achtsamkeit und Selbstreflexion sind entscheidende Hilfsmittel dabei. Stellt man fest, dass man die Schultern hochzieht und den Nacken anspannt, bemerkt man, dass man denselben Gedanken an ein unangenehmes Gespräch innerlich schon wieder hat. Kann man sich nicht konzentrieren, nicht entscheiden, nicht beruhigen, dann sind das alles Hinweise, jetzt einzugreifen und der automatisierten Stressreaktion Einhalt zu gebieten. Eines der beliebtesten Blütenmittel überhaupt ist der Löwenzahn. Seine Definition ist ein bisschen vage und allgemein, aber vermutlich ist es genau das, was ihn zu einem Bestseller unter den Blütenessenzen machte. Alles, was emotional stresst und sich als muskuläre Spannung im Körper niederschlägt, kann als Anregung gewertet werden, es mal mit Löwenzahn zu versuchen. Ganz gleich, ob es sich um eine emotionale Zwickmühle, eine Herausforderung, einen zwischenmenschlichen Konflikt handelt, Sorgen um andere, Ungeduld, Schuldgefühle oder sonst irgendetwas, das die Muskulatur anspannen lässt. Spannung ist das Zauberwort, das Schlüsselwort. Die muss gelöst werden. Dann geht's uns wieder gut. Und Löwenzahn fügt jeder Blütenmischung, die zur Linderung des seelischen Schmerzes zusammengestellt wird, eine körperliche, entspannende Wirkung hinzu.
Nochmal, es ist keine Einbahnstraße zwischen Kopf und Bauch. Das emotionale Problem zu bereinigen, kann die Spannung im Bauch lösen. Den Bauch zu entspannen, kann emotionale Probleme lösen. Neben dem Löwenzahn gibt es 3 Kombinationsmittel, die auf unterschiedliche Art und Weise den Bauch ins Leben zurückholen. Da wäre die Solarchakra-Kombination. Loslassen, entspannen können, Verdauungsförderung, Intuition, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und Ausstrahlung sind die positiven Kernziele eines weit geöffneten Sonnengeflecht-Chakras. Die Mischung besteht aus echtes Springkraut für Urvertrauen und Zuversicht, große Nachtkerze hilft, sich dem Schrecken stellen zu können, Johanniskraut lässt mutig und humorvoll der Zukunft entgegensehen, rosa Schafgarbe lehrt, sich schützen zu können vor fremden Gefühlen, bei sich zu bleiben und sich zu zentrieren. Tomate lässt Herausforderungen annehmen und meistern. Sie bringt Kraft, Mut und Entschlossenheit. Wenn man nur noch Hindernisse auf dem eigenen Weg sieht, sich blockiert, verängstigt, niedergeschlagen fühlt und sich vor neuen Herausforderungen fürchtet, sich vom Schicksal hat einschüchtern lassen, dann kann diese Essenz wieder auf die Füße helfen. Die nächste wäre das Sonnenbad. Diese Kombination verwendet man als Badezusatz. Es besteht ausschließlich aus Essenzen gelb blühender Pflanzen und bringt die umfassendste Wirkung, wenn man mindestens eine halbe Stunde damit im Bad verbleibt. Zusammengestellt ist es aus, hat man schon mal, echtes Springkraut fürs Vertrauen, Forsythie für die Lichtaufnahme, Johanniskraut für die innere Sicherheit, Sonnenblume für das Selbstwertgefühl, Sonnenblumenpollen für die Energie. Das Sonnenbad ist geeignet bei Lichtmangel, ganz konkret in der dunklen Jahreszeit, aber auch wenn es der Seele an Licht, sprich Lebensfreude mangelt. Sonnenbad bringt die Lichtaufnahmebereitschaft bei allen Erschöpfungszuständen körperlicher wie emotionaler Art, bei Niedergeschlagenheit, Trostlosigkeit, dem Gefühl, nicht mehr weiter zu können, zurück. Der Solarroller ist unsere neueste Kreation. Der Solarroller, das ist so wie ein Deo-Roller, funktioniert genauso. Da ist bloß kein Deo, sondern eine Blütenessenz drin. Damit bestreicht man die Pulse am Handgelenk. Das ist die schnellste Methode, seinen Bauch wieder online gehen zu lassen. Allerdings muss sie öfter wiederholt werden. Die Wirkung kommt schnell, ist aber etwas weniger nachhaltig als die Einnahme der Solar-Chakra-Mischung oder ein Sonnenbad. Enthalten sind hier wieder ausschließlich gelbe Blüten, nämlich Arnika zur Heilung von Verletzungen, echtes Springkraut mal wieder fürs Vertrauen, gelbe Schafgarbe für das Gefühl, geschützt zu sein, Johanniskraut für die innere Sicherheit, Sonnenblume für das Selbstwertgefühl und Sonnenröschen zur Beruhigung. Alle genannten Essenzen geben ein angenehmes, warmes Bauchgefühl, das uns aus schwierigen Lagen zu befreien hilft und bringen uns zurück ins Sonnenlicht. Passt doch irgendwie zum Juni, oder?